Okay, Okay, so, legen wir jetzt los, ja? Test 1, 3, 5, 6. 12. Hey. Eine natürliche Zahl zwischen 12 und 13. Wir sind da. Herzlich willkommen zur 4. Folge des Kreativdepot Podcast. Heute werden wir allerlei Wissenswerte rund ums Thema Stempelkissen erfahren. Piet und Jessica plaudern über die Vor- und Nachteile diverser Marken und geben zudem auch Tipps zum richtigen Saubermachen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Hallöchen und willkommen zu Folge 4. Sind wir schon bei 4? Ja, wir sind tatsächlich Echt? schon bei Folge Ach, 4 du von Ausgestanzt Schande. und Ausgefragt. Und heute sitzen wir, weil wir ja letzte Folge gestempelt haben, vor den Stempelkissen. Ja, ich habe dir auch ganz viele unterschiedliche, naja, okay, es geht so, mitgebracht. Ja doch, also es ist hier eine gewisse Auswahl zu sehen auf jeden Fall. Naja, also dafür, dass du dachtest, dass es einfach nur ein Stempelkissen ist. Man hat so, wenn man damit nichts zu tun hat, wirklich so diese Vorstellung von so einem typischen Poststempelkissen, wo ja so ein Stoffbezug ist und Ja. die Tinte drin. Da war ich ja schon erstaunt, als ich den Deckel aufgemacht habe, letzte Folge, Ja. dass das quasi nur so ein Schaumstoff ist, in dem die Tinte drin ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast auch eben ganz komisch geguckt. Wir haben hier diese kleinen Versa Magic und die Ja. Memento, die kleinen Süßen. Und ich hatte dann weiter hinten auf dem Tisch, er sagte Piet so, hey, was ist denn da hinten? Wollen wir da die nächste Folge draus machen? Ich dachte, hey, du, das sind die Stempelkissen. Aber die sind ja so klein. Die sind richtig süß. Wir haben hier 2 Tabletts stehen Ja. und da sind unzählige Farben drauf. Habe ich dir ja gesagt, es gibt ja von bis, Ja. ne? Ja. Aber wenn ich jetzt so einen großen Stempel nehmen will, Ja. wie mache ich das denn mit dem? Oder geht das überhaupt mit denen? Ja, das tupfst du ja an. Das heißt, ich muss dann einmal schön, dann einmal quer, dann einmal mit dem ganzen Ding dann Ja, so genau. entlang Also, tupfen. ich habe doch hier auf deinen runden Acrylblöcken, habe ich dir ja schon Stempel drauf gemacht. Ja. Und mit damit, Blümchen. Mit Blümchen natürlich. So, Papier, Ja. probier gleich aus. Einmal Deckel auf und dann kannst du die ganz schön antupfen. Ah, ja, okay. Also etwa machst du das, dass du den hinstellst und den Stempel dann reintupfst oder du machst es andersrum, dass du einfach halt das Kissen in den Stempel rein tupfst. Ja. Weißt du, so etwa von oben. Also ich sehe schon, ich habe es jetzt aufgemacht. Okay, dann erklärt sich das auch, dass das Kissen ragt quasi aus Ja. der Dose hervor. Dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum, ne? Ja, und durch diese Tropfenform, die Memento haben, die kleinen, kannst du es eigentlich auch gut anfassen. Ja, das stimmt. Die sind wirklich sehr handlich. Ja. So, ich tupfe hier gerade so ein bisschen. Ich würde sagen, das reicht sogar schon. Und das ist halt das, was ich auch meine an den Clear Stamps, ne? Du kannst einfach echt gut gucken, Ja. auch von oben, wo Farbe ist und wo Richtig. keine ist. Also ich würde sagen, ich habe es alles getroffen. Wir probieren es mal aus. Ich mache es jetzt mal wieder liebevoll in die Ecke. Na bitte. Und schon haben wir Flora und Fauna hier drauf. Gräser und Blümchen. Ein wunderschöner Abdruck. Ein wunderschöner Abdruck in Sweet Plum. Süße Pflaume. Die ist echt schön, die Farbe. Ja, die ist wirklich schön. Das ist so ein bisschen dunkler als Flieder, würde ich sagen. So einen kleinen Tick. Ich Aber merke gerade, ein die habe ich kräftiges auch Lila. gar nicht. Ich muss mir die noch kaufen. Guck. Ja, eigentlich bin ich gar nicht so dieser Memento-Typ. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, meistens ist es halt so, dass ich tatsächlich nur in Schwarz, in Grau und in Braun stempel. Okay. Das sind so eigentlich so meine Grundfarben. Alles andere ist Bonus. Und ja, deswegen gucke ich gerade, wie gesagt, Memento bin ich eigentlich habe ich noch gar nicht so viele. Ich bin ja eher so Versa Magic. Versa Magic. Okay. Haben wir die hier auch liegen? Ja, das sind die ja. beiden. Pass auf, und der Okay. Unterschied zwischen Memento und Versa Magic ist, dass die kleinen süßen Versa Magic kreidefarbig aussehen. Ah, okay. Die sind matt und Matt, okay. etwas stempeln ein bisschen dicker ab Ja. als die Memento und sind kreidefarbig. Ich habe jetzt zum liebe Beispiel hier Sahara-Sand. So ein schöner Sandton. Jetzt muss man deinen Stempel sauber machen, dann kannst du Ja. nämlich einen Abdruck davon machen. Und dann siehst du auch schon gleich, dass es kreidefarbiger ist. Ach, was habe ich das vermisst? Da hast du echt Spaß dran, ne? Herrlich. Ja, ich merke das schon. Gut, was nehme ich denn mal? Ich nehme Sahara-Sand. War ja klar. Okay, ich nehme... Nein. Nein, ich Alles nehme jetzt gut. Sahara-Sand. Alles gut. Und auf den anderen sollten wir lieber den Deckel wieder Ja, drauf das machen, macht Sinn. damit nichts trocknet. So, ich nehme nochmal das Flora-Fauna-Motiv. Also merkst du da schon den Unterschied? Ja, es ist, ich brauche gar nicht so viel Druck ausüben eigentlich.
um die Farbe drauf zu kriegen. Beim anderen war das jetzt so, da musste ich schon ein bisschen drücken. Ja. Aber hier ist jetzt schon fast wieder zu viel Farbe drauf, würde ich fast sagen. Wir schauen mal. Ich mache es mal direkt daneben. Jo. Ja, man sieht es. Also die Blume zum Beispiel habe ich jetzt ein bisschen quasi zu doll aufgetragen. Es ist noch okay, aber ich zeige es dir mal. Ja. Aber du siehst auch, dass der Abdruck, wenn du genau hinguckst, schon dicker ist. Der ist dicker. Ja, also, aber es hat auch was mit der Farbe zu tun. Ja. Also Abdruck und Farbe. Also, wie gesagt, die VersaMagic stempeln einfach ein bisschen hauchdicker. Aber kreidefarbiger. Das ist. Ja, stimmt. Ich mag das unheimlich gerne. Sahara Sand hat schon so einen Touch, so, wie soll man das sagen? Jetzt so kommt's. Bronze, schon fast. Ja, nicht ganz, aber So ein bisschen. ne, es geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Also es gefällt mir, es ist ein schöner Ton. Aber wir haben ja jetzt hier noch einen ganzen anderen Schwung an Stempeln. Ja. Oder an Kissen, Also wie gesagt, meine ich. das sind halt die kleinen Süßen. Die kannst du auch super mitnehmen, wenn du irgendwie zum Beispiel jetzt so einen Workshop hinfährst. Ja. Oder einfach so ein Ja, klar. Bastelwochenende mit deinen Freundinnen, finde ich die richtig gut. Schön Die nehmen einfach handlich. nicht so viel Platz weg. Und Genau. wie gesagt, du kannst die echt gut anfassen, finde ich. Ja. Dann gehen wir einmal zu den VersaFine Clair. Die sind richtig schön, wenn du sehr fein stempeln möchtest. Ja, okay. Also sie haben einen tollen Abdruck, stempeln sehr Feinheit ab. Gerade bei Motiven, zum Beispiel hier, ich habe dir mal ein paar Blätter mitgebracht. Warte, mal eben auf. Blattskizze heißt das. Und da siehst du schon den Stempel, dass der unheimlich fein aufgearbeitet Oh ja, ist. ja. Und bei sowas würde ich dir immer empfehlen, diesen VersaFine Clair zu machen, weil du eigentlich fast also eigentlich siehst du alles da. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt hier Eichenblätter und Eicheln. Und Ja. allein bei den Eichenblättern ist wirklich diese Marmorisierung des Blattes ja sogar zu sehen. So Ja. als wenn es so ein halb verwittertes Eichenblatt ist. Aber Also weil sehr zum filigran. Beispiel, richtig, aber weil VersaMagic einfach schon dicker stempelt als wieso schon andere, Der wird das alles überdecken. der würde das alles überdecken. Ja. Deswegen, dann kannst du auch gerne dieses VersaFine Clair ausprobieren, dann wirst du sehen, dass es schon sehr cool ist, wenn man damit stempelt. So, da haben wir jetzt wieder dieses Kissen, wie ich es halt von der letzten Folge kenne. Also so optisch, so Ja. vom ersten Eindruck her. Ja. Ich nehme jetzt mal den hier mit dem Acrylblock und suche mir mal eins aus. Ich nehme jetzt nicht das ganz große. Ich nehme mal das kleinere mit Blatt. Mit Blatt. Ja. Schön. Weil das so, ja, wie gesagt, es ist ja wirklich sehr filigran gemacht. Ist es auch, ja. So, wieder vorsichtig. Lass los. Loslassen. So, ich hab's. Oh ja. Man sieht so schon, dass da so viel Feinheiten mit drin sind im Muster. Ja, genau. So, nehmen wir den hier. Ich habe jetzt hier Nocturne. Ach, das ist der Farbton. Das ist der Farbton. okay. Genau. Hier haben wir noch eins mit Falling Leaves. Ja, das Genau. würde eigentlich sogar noch besser passen. Dann nehme ich mal Falling Leaves. Dann tauschen wir mal eben. Merkt ihr das? Er fängt an. Falling Leaves. Gut, manche würden jetzt vielleicht an einen Song denken von Billy Talent, aber in diesem Fall ist tatsächlich das fallende Blattwerk gemeint. Deswegen, das fand ich immer so interessant, der Vergleich zwischen Großbritannien und Amerika. Herbst, wie heißt Herbst auf Englisch? Sag schnell, irgendwas mit A. Autumn. Autumn, genau. In Amerika heißt es einfach nur Fall. Wegen Falling Leaves. Ja, macht ja Sinn, ne? Macht Sinn. Oh ja, das ist echt sehr filigran. Ja, ne? Das hat er auch wirklich gut eigentlich wiedergegeben. Der Stempel jetzt dank diesem Stempelkissen. Alle Feinheiten sind eigentlich zu sehen. Auch Schattierung und ja, alles. ich finde gerade bei sowas immer dieses feine Stempelkissen. Ja, Es macht bei vielen einfach halt Sinn. Das Coole auch an dem Stempelkissen ist, du kannst auf Gießform damit richtig schön stempeln. ja, das wäre zum Beispiel auch noch so ein Thema, das wir auf jeden Fall anschneiden. Das machen wir später irgendwann, aber nur mal so im Hinterkopf. Ja, Da findet man auch wirklich, also super für Gießform. Mhm. Und wie gesagt, für feine Abdrücke. ja. Das würdest du nicht mit einem anderen so geil einfach halt hinkriegen. Nee, also wie gesagt, bei den kleinen, die wir jetzt hier ausprobiert haben, also vor allem bei den zweiten, wie hießen die nochmal, VersaMagic, Ja. da wäre es alles untergegangen. Da hättest du alles mit Und da du ja übertönt. schon alle drei auf einem Blatt hast, siehst du ja auch schon die Unterschiede zwischen Ja. den Stempelkissen. Ja, das stimmt.
Also das eine, das wirkt so ein bisschen wie Filzstift. Das zweite, wie du schon sagtest, geht mehr so in Richtung Kreide-Optik. Ja. Und das dritte ist wirklich sehr filigran. Das geht schon fast an so eine Bleistift- oder Kohlezeichnung ran. Sehr, sehr fein, sehr filigran. Also das ist schon ein Unterschied, das merkt man. Ja, wir haben auch einige Stempelsets, die sehr, also gerade von den Schriften her, sehr filigran sind. Ja. Und da würde ich immer empfehlen, das zu nehmen. Und weil viele kriegen, also nicht viele, einige kriegen diese Abdrücke nicht so fein hin. Und da empfehlen wir tatsächlich echt, dieses Versafine Clair zu nehmen. Und dann merkt man das, also man merkt den Unterschied, definitiv. Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel hier so in diesen ganz kleinen Feinritzen, in den Feinheiten, kriege ich jetzt gerade die Tinte nicht so richtig raus. Hast du da noch einen Trick? Tatsächlich einfach gehe ich mit dem Fingernagel so ein bisschen halt vorsichtig halt in diese Lücken rein. Ja. Aber ich habe meistens halt mein Säuberungskissen. Weißt du, dieses Aufklappbare. Und damit kriegst du das eigentlich richtig gut weg. Wir haben ja auch den Stempelreiniger. Also pass auf, ein Stempelreiniger ist ja so eine Flasche hier, ne? Siehst ja. Ja, sie ist klein und handlich. Kleine Tübe. Und dann hast du die Sprühflasche. Ja. Weil ich mache das halt immer so, dass ich in die Sprühflasche viel Wasser mache und mir den Stempelreiniger dosiere und einfach immer nur ein bisschen was da rein tue, damit ich halt was da drin habe. Das sprühe ich immer schön auf meine Stempelreinigungssäuberungskissen. Aber das ist ein langes Wort, ne? Ja. Wenn ich das dann nicht sauber kriege, dann nehme ich hier oben, ich drehe mal die kleine Flasche auf vom Stempelreiniger, siehst du hier einen Schwamm. Oh ja. Und wenn du dann damit rüber gehst, kriegst du definitiv alle kleinen Ritzen weg. Mhm. Darf ich das mal ausprobieren? Natürlich. Stance-on Cleaner. Das ist nämlich nicht eigentlich der für die Stempel, aber kannst jetzt benutzen. Eigentlich heißt der, also das ist ein Stays-on, das ist für ein anderes Stempelkissen. Den kannst du aber jetzt mal eben auch schnell benutzen. Das mache ich mal. Und jetzt trotzdem einmal nochmal abwischen. Genau. Ne? Und mit den Säuberungskissen, da rubbelst du das richtig raus. Das ist so wie ein Teppich, weißt du, wo du mal mit dem Stempel rüber gehst, kriegst ja auch alle Ecke mit. Ja, oder wie so ein Topfschwamm, sag ich mal. Ja, besser, das ist besser. Ja, siehst du. Jetzt habe ich noch wirklich sauber. Ja, aber ich finde es einfach so schade, die gehen sonst ziemlich schnell leer, wenn du die immer so benutzt, also mit dem Schwamm, die Stempel. Und ja, deswegen dosiere ich mir immer die Stempelreiniger. Ja, solange er seine Effektivität beibehält, ist es ja auch kein Problem. Das macht er. Ich sortiere mal vorsichtig den Stempel wieder vom Acryl weg. Genau. Folie öffnen. Stempel einkleben. Folie schließen. So, sauber und ordentlich wieder verpackt. Dankeschön. Sehr gern. Bevor wir mit dem nächsten Stempelkissen weitermachen, kommen wir zu unserem wöchentlichen Herzhüpfern. Also was unseren Lager- und Bastelfeen in unserem Kreativdepot diese Woche eine besondere Freude gemacht hat. Moin, mein Herzhüpfer der Woche ist das wunderschöne Designpapier, was wir bekommen haben. Mein Herzhüpfer war mein toller Geburtstagstisch heute Morgen. Mein Herzhüpfer diese Woche war, dass wir super viel hier gelacht haben und richtig cool zusammengehalten haben und alles hier gerockt haben. Mein Herzhüpfer ist unser neues Insta-Projekt. Mein Herzhüpfer dieser Woche war die Möhrenbox. Und mein Herzhüpfer sind eure super lieben und tollen Kommentare über unseren Podcast. Dankeschön. Und nun, weiter geht's mit dem nächsten Stempelkissen. So, dann haben wir noch im Shop von The Stamp Market die Stempelkissen. Die finde ich ganz toll, weil sie von der Farbe nicht so erdrückend sind. Die sind eher ein bisschen so pastelliger. Ich sehe gerade den hier in der Mitte, Black, den hatten wir doch, glaube ich, auch in Folge 1 genommen, ja, oder? Das kann gut sein. Also ich erinnere mich zumindest an diese Dose. Also ich habe Pro und Contra bei diesen Stempelkissen. Ich mag diese Farbtöne sehr gerne, weil sie wirklich halt nicht so aufdringlich sind. Auf der anderen Seite finde ich die Aufmachung von dem Stempelkissen an sich nicht so praktisch, weil du die nicht stapeln kannst. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Also ich sehe es ja hier, der Deckel ist halt gewölbt und dadurch ist es nicht mehr stapelbar. Dadurch kippelt das sonst. Ja, also 2 kriegst du noch so übereinander. 2 wird noch gehen, aber dann ist Feierabend. Dann ist nicht mehr so praktisch. Ja. Jetzt sehe ich zum Beispiel den hier. Stays on Pigment. Da kannst du mit auf Wasserschäbefolie stempeln.
Da hattest du, glaube ich, schon letzte Woche drüber gesprochen. Das ist, wenn man beim Kerzen oder sowas? Genau. Du kannst, also es gibt 2 unterschiedliche, die wir halt haben. Das ist ein bisschen, das haftet gut auf der Wasserschiebefolie. Ja. Trocknet aber auch tatsächlich schnell aus, muss ich auch dazu sagen. Also wenn du es nicht immer richtig schließt, dann trocknet das echt schnell aus. Ich hatte auch schon mal einen Fehlkauf damit. Aber sonst sind sie richtig toll. Also ich mag die Abdrücke und sie haften gut auf der Wasserschiebefolie. Das andere, was wir halt haben, ich weiß gar nicht, ist auch, glaube ich, von Stays On. Die sind aber in einer schwarzen Kassette drin. Ja. Und nicht in einer weißen. Da rutscht mir das immer weg. Oh, okay. Und ich habe einen Tipp bekommen, wenn ich den quasi auf einer Acrylblock den normalen Schriftzug haben möchte, den ich dann stempeln möchte, nehme ich einen ganz sauberen Stempel dazu, den ich noch nie benutzt habe, setze den ein Stück über den Stempel, den ich stempeln möchte, und habe dadurch auf der Wasserschiebefolie so eine Haftung von den sauberen. Ach so, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Habe ich das gut erklärt? Also der saubere bleibt auch sauber, da kommt keine Farbe Da drauf. kommt keine Farbe drauf. Ist Und nur durch die Gummireibung, ist nur für die Haftung auf der Wasserschiebefolie zuständig. Ja. Wie gesagt, mir rutscht das tatsächlich echt weg mit den anderen. Deswegen bin ich tatsächlich eher so bei den Pigmenten hängen geblieben. Aber man muss aufpassen. Ja, gut. Wie ist das überhaupt so egal was wir jetzt hier haben, gibt es eine bestimmte Empfehlung, wie man die Kissen lagert? Ich denke mal so, wie es bei vielen Herstellern ja auch bei Lebensmitteln so heißt, kühl und trocken lagern. Oder ist das eigentlich Wumpe? Also ich stelle mir jetzt so einen Hochsommer mit 40 Grad vor, wo du dann mindestens 36 davon auch in der Wohnung hast. Würde ich sie jetzt nicht in der Sonne liegen lassen, ne? Das ist klar, aber auch sonst irgendwie schadet denen das eventuell? Könnten sie dadurch schneller austrocknen? Nicht, dass ich wüsste. Oder dass man sie zum Beispiel im Hochsommer vielleicht sogar im Kühlschrank lagert oder ähnliches? Nee, das habe ich noch nie gehört. Okay. Also nee. Kann man eigentlich so einfach normal im Raum liegen lassen? Ich würde sie wahrscheinlich echt nicht jetzt in der direkten Sonneneinstrahlung irgendwie liegen lassen. Das würde ich, also nicht im Hochsommer. Das würde ich nicht. Nee, dann könntest du verbrennen oder beziehungsweise zumindest austrocknen ganz schnell. Gehe ich mal von aus. Eventuell, aber kann ich dir nicht hundertprozentig was zu sagen. Was ist das nächste? Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Wir haben ja jetzt hier noch Das Kissen sind liegen. Distress-Oxide. Da kann man ganz viele Sachen mitmachen. Unter anderem auch stempeln. Ja, also unter Oxide, ich denke jetzt nur als gelernter Gaswasserinstallateur, Oxide sind auf Deutsch gesagt Rost. Ja, nee. Also zumindest irgendwas Oxidierendes. Also wenn man zum Beispiel... Ja, du kannst, wenn du mit Wasser rübergehst, dann verändert sich die Farbe, die Form, da kommen Sprinkel mit rein und so. Läuft so ein bisschen an, sag ich jetzt mal. Ja. Okay. Ja. Man kann ein bisschen damit rumexperimentieren. Du kannst auch damit stempeln. Okay. Ja, hau rein. Ich nehme den. Iced Spruce. Das sieht jetzt so ein bisschen, auf den ersten Blick so ein bisschen abgerockt aus. Ja. Aber da ist jetzt auch zum Beispiel Textil oben drauf, wie ich sehe. Und da speichert er jetzt wahrscheinlich dann die Farbe. Ich nehme jetzt mal den Schriftzug. Ja. Euch beiden. Ja, steht da drauf. Genau, euch beiden. Und damit ich das jetzt direkt gleichmäßig drauf kriege, würde ich sagen, gehe ich mal quer aufs Kissen. Dann habe ich es gleich auf dem ganzen Stempel Bist auch so ein kleiner Fuchs, ne? Manchmal. Wie sagte mein Großvater immer, du kannst so dumm sein, wie du willst. Du musst dir nur zu helfen wissen. Oh ja, das sieht schon mal eigentlich ganz schön aus. Er hat eigentlich ein bisschen Ähnlichkeit mit dem ersten Stempel. Also es geht auch wieder so ein bisschen, zumindest, in die Richtung Filzstift. Aber es hat so ein bisschen auch metallischen Touch. Finde ich. Es sieht so ein bisschen... Vielleicht liegt es vielleicht auch am Stempel. Es hat so ein bisschen so den Touch, als wenn es so Vintage ist. Ja, das stimmt. Ich finde, es ist so eine Mischung aus Memento und Versa Magic. Ja, also quasi genau dazwischen. So ein Zwischending, bisschen, ja. Ja, cool. Also es gefällt mir. Aber hättest du gedacht, dass es so viele Unterschiede zwischen Stempelkissen gibt? Nein. Ich meine, das Basteln ist ja mega vielfältig. Das lerne ich jetzt von Folge zu Folge mehr. Gedacht habe ich es mir schon,
dass es da wahrscheinlich Unterschiede gibt, dass es da verschiedene Arten gibt, das ist eher dafür geeignet, das ist eher dafür geeignet. Aber dass es doch so krass ist, hätte ich jetzt dann doch nicht gedacht. Es gibt bestimmt auch noch mehr. Also das ist halt so das, was ich dir von meinen Erfahrungen sagen kann und womit ich halt immer schon irgendwie ein bisschen gearbeitet habe. Ja. Aber du guckst einfach halt auch schon, wenn ich eine Karte bastel, okay, nehme ich lieber das oder das oder das, welche Farben, ob ich matt oder halt glänzend gehe, ob ich einen Feinstempel habe, ob ich keinen Fein, wie doll die Farbe drauf sein soll, wie das in den Vordergrund stechen soll oder nicht. Ich wollte gerade sagen, das kommt, glaube ich, drauf an, was du machst, ne? Ja, viel. Also aufs Papier erstmal natürlich schon. Ja. Je bunter, sag ich mal, oder je gemusterter das Papier, umso kräftiger muss dann natürlich der Stempel rüberkommen, damit man es auch erkennt und damit es nicht untergeht. Ja. Und soll es auftragend sein, also jetzt zum Beispiel so Gratulation, das soll dann ja schön deftig, sag ich mal, dann auch sichtbar sein, oder soll es eher dezent sein? Ja. Und dafür nehme ich dann an, hast du dann den jeweiligen Stempel oder das jeweilige Kissen, die jeweilige Farbe. Ich sehe ja hier dann, wie gesagt, also es gibt ja wirklich alles an Farben. Soll ich dir mal was rüberholen? Ja, zeig mir mal. Irgendwas Knalliges. So, pass auf. Ich gebe dir mal die Memento rüber. Ja. Oh ja, da ist ja wirklich alles Mögliche dabei. Hat dir mal hier ein bisschen Platz. Bahama Blue. Die haben auch immer so lustige Namen, finde ich. Ja, das stimmt. Man könnte es auch einfach orange, gelb, grün nennen. Nein. Das wäre zu einfach. Das wäre ja zu einfach. Hier heißt es dann Rich Kakao, Cantaloupe, Peanut Brittle und so weiter und so fort. Also Paris Dusk. Okay. Ocean Depth, also Meerestiefe. So, unfassbar. Love Letter, Liebesbrief. Ja, das ist auch so ein richtiges knalliges Rot, geht schon fast in die Richtung Pink. Ja, aber es ist echt Wahnsinn, was du alles an Farben und Vielfalt einfach halt haben kannst. für jeden Geschmack und für jede, sag ich mal, Anwendung ist was dabei auf jeden Fall. Ja, Ich, wie gesagt, hatte es ja schon in der vergangenen Folge gesagt, ich hätte jetzt gesagt, es gibt schwarz, grün, blau und rot. So die typischen Stempel halt. ja. Man hat da überhaupt keine Vorstellung von, was da alles möglich ist, wenn man damit so nichts zu tun hat. Deswegen bin ich da echt positiv überrascht. Ich finde zum Beispiel jetzt, ich bin ein Mega-Fan von Blau. Ich finde dieses Bahama Blue zum Beispiel total cool. Ja, meins wäre es tatsächlich auf den ersten Blick nicht so. Das ist mir zu krass kräftig. Aber ich bin ja sowieso eher der dezente, Sagt es nicht ja. aufdringliche Typ. So Erdtöne und so, das ist ja eher da. Ja, also ich wäre jetzt tatsächlich, und meins ist gar nicht mit dabei. Angel Pink. Ja, hier wäre es zum Beispiel Desert Sand. Ja, Das wäre, glaube ich, was für dich. das wäre so meins. Oder hier, genau, das, was du da hattest. Pistachio. Ja, die mag ich auch gern. Oder so direkt daneben, also so ähnlich. New Sprout. Wäre das auch noch was für dich? Das ist so ein sehr helles Grün. Ja, ich wäre dann wieder so auf dem hier da. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil das ein bisschen mehr, Bamboo Leaves. genau. Bambusblätter. Siehst du, Natur. Natur pur. Und Oliv. Oliv finde ich auch ganz cool. Oliv ist ja auch vielseitig, sag ich mal. Da kannst du ja auch viel. Total. Ne? Also Total. es ist eine zeitlose Farbe. Ja. Ja, und hier haben wir jetzt die Versa Magic. Und das ist ja schon, das geht so in Richtung Pastell. Oder auch zum Teil so das hier, das ist ja schon fast in Richtung Neon. So ein richtig extremes Grün. Deswegen heißt es auch, wenn ich das richtig lesen kann, ist nicht so förderlich, auf einem Neongrün eine weiße Schrift. Entweder heißt es Key Lime oder Cray Lime. Nee, Key Lime. Kia. Also Limette. Aber hier haben wir auch dann zum Beispiel auch so ein bisschen dunklere Töne. Aber da muss ich echt ehrlich gestehen, Schön. da habe ich einen Sammler dran gehabt. Also beim Versa Magic. Haben es besser als brauchen. Ja, die habe ich echt alle. Ich finde die richtig toll. Also Wie viel wirklich gibt's denn ohne davon? Scheiß. Wie viel gibt's davon Weiß ich ungefähr? nicht. Weiß ich nicht. Hunderte. Nee, die hätte ich alle. Nein, aber also ich glaube, das ist schon gut. Also ein bisschen mehr gibt es noch. Warte, wir waren jetzt 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ja, sagen wir mal vielleicht 40, 45, 50. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber die sind echt toll. Das sind ja so meine kleinen Lieblinge unter meinen Stempelkissen. Ja.
Wie gesagt, es geht ja mehr so in Richtung Pastell überwiegend, was wir hier so sehen. Was ich euch noch sagen muss, ist, wenn man Versamagic benutzt, die sind ein bisschen schwieriger sauber zu machen, weil sie ja kreidelastiger sind, musst du da ein bisschen mehr schrubben. Und das habe ich vorhin auch gemerkt. Ja, und ich würde sie auch nicht, zum Beispiel, wenn man so ein Stempelkissen, Reinigungskissen halt hat, würde ich das immer trennen. Dass du irgendwie halt dir das nicht zusammen mit den anderen sauber machst. Okay. Gibt es das Kissen zum Beispiel hier auch bei euch? Wir haben ein grünes tatsächlich. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich glaube, ich habe die Nummer. ZA irgendwas. Aber bietet ihr auch an? Ja, bieten wir auch an. Und ich würde tatsächlich echt immer sagen, holt euch noch eins dazu, damit ihr die irgendwie ein bisschen getrennt sauber machen könnt. Ja, dass man jetzt zum Beispiel ein Reinigungskissen für die Pastell jetzt für die Versamagic zum Beispiel die kräftigeren hat. Ja, weil du machst die ja gar nicht so dezenten. oft sauber, deine Kissen. Ja. Also ich habe, weiß nicht, vielleicht einmal im Monat oder so. Und wenn du dann immer das mischt, ja, also ich merke den Unterschied. Wenn ich quasi halt dann gestempelt habe mit normalen Stempelkissen und dann mit Versamagic halt das sauber mache und dann wieder mit einem normalen raufgehe. Ja, gut. Und dann das färbt ab, das merkst du, das siehst du. Das merkst du, klar. Ja. Aber die sind trotzdem meine Süßen. Ja, also ich bin ja sowieso ein Farbenliebhaber. Ich hatte ja auch neulich schon gesagt in der vergangenen Folge, ich war so fasziniert von diesem Regal mit den ganzen Stiften. Da kommt sofort der Comiczeichner wieder in mir durch, wo ich dann denke so, okay, damit könntest du das perfekt zeichnen. Ich habe leidenschaftlich Comics gezeichnet. Deswegen, ich bin ein Farbfreak. Meine persönliche Lieblingsfarbe zum Beispiel, ist hier sogar dabei. Orange. Echt? Ja, also neben Blau. Blau finde ich total toll. Vor allem auch als Licht liebe ich Blau, aber ansonsten ist Orange einfach aber meine Farbe. So ein Knallorange? Ja. Echt? Deswegen, ich finde auch orangene Autos. Manche sagen, um Gottes Willen, ein Arbeitskollege von mir hat jetzt gerade ein orangenes Auto, schreiend orange, Metallic. Ach du Und die meisten Schande. sagen, ja, genau. Ja, das wäre Und ich sag, wow, cool. Nee, das wäre, Geschmäcker sind verschieden. Ja, aber ich habe da immer so eine Gurke, weißt du, so ein Gurkenauto immer vor meinem Auge. Kennst du Cars, den Film? Na sicher. Ja, siehst du, da ist auch die Gurke orange und so ein komisches Grün. Ja, aber wenn du dir so ein schnittiges Auto aus, sagen wir mal, aus Rüsselsheim vorstellst. Hä? Porsche. Ach so. Und der in so einem Ja, das ist ja auch was anderes. beißendem Orange. Ja, da drehst das du dich ist nach was oben. anderes, aber doch nicht so ein naja, gut. Nee, so ein Fiat Panda sieht damit nicht aus. Nee. Das ist so. Nee, kannst du nicht vergleichen. Ja. Sehr, sehr schön. Also das ist wirklich beeindruckend und wieder mal sehr lehrreich für mich. Was könnten wir zum Beispiel in der nächsten Folge? Hast du da schon irgendwas im Sinn, was wir besprechen können? Ich würde gerne mit dir weiter auf die Oxide eingehen. Ja. Auf die Distress-Oxide. Und dir zeigen, was man da ein bisschen draus machen kann. Ja, unbedingt. Also du hast es ja gesagt, man kann sie, sag ich mal, anlaufen lassen. Ja. Das würde mich mal interessieren und was allgemein damit so alles machbar ist und möglich ist. Also sehr, sehr gern. Das kriegen wir hin, du. Das freut mich. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal wieder vielen Dank für deine ganzen Infos. gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Das machen wir. Bis dann. Adieu. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.